Ja, hallo Leute, ich bin mal wieder hier draußen unterwegs auf einer kleinen Tageswanderung und teste meine Ausrüstung. Und ich habe mir gedacht, im letzten Video hatte ich ja schon die Kalebasse vorgestellt. Heute zeige ich euch mal mein Bogenfutteral. Das ist eigentlich eine wirklich praktische Sache. Das ist jetzt hier also mein Bogenfutteral. Und ja, der eine oder andere fragt sich natürlich, was ist denn da jetzt alles so dran? Ich persönlich finde das wirklich eine interessante Sache hier. Also es ist eigentlich ein Multifunktionstool, kann man sagen, weil einerseits kann man es eben hier mit dem Gurt tragen und hat dann immer Pfeil und Bogen einzeln gut verstaut. Sicher verstaut, ein bisschen auch vorm Regen geschützt oder auch, ja, wenn man irgendwo gegenhaut, dass der Bogen dann nicht gleich irgendwie beschädigt wird. Aber man hat auch die Möglichkeit, an dem Bogenfutteral andere Dinge zu befestigen. Und die naheliegendste Sache natürlich ist, hier den Armschoner quasi zu befestigen. Also das ist eine Sache aus, ja, so angegerbtem Hirschleder, relativ dick. Und das mache ich hier an meinen Unterarm ran, eigentlich hier genau, wo mein Handgelenk ist, sodass quasi die Bogensehne nicht hier dran haut, weil da kann man sich ziemlich stark verletzen. Das ist schon mal eine sehr wichtige Sache, die man dabei haben sollte. Dann ist es so, auf Wanderungen, auf Jagdausflügen hatten die Männer auch immer Ersatzmokassins dabei. Die musste man dann sich entweder hier am Gürtel befestigen oder eben irgendwo an der Ausrüstung. Also ich könnte das jetzt auch an meinem Bisonfell und dem Umhängegurt da befestigen, aber hier macht es relativ viel Sinn, denn auch hier werden einfach die Schnürsenkel an dem Tragegurt quasi mit einer Schleife dran festgemacht. Und den Vorteil, den das Ganze bietet, ist einer grundsätzlich erstmal so: Ich habe Ersatzmokassins, das heißt, wenn meine Schuhe jetzt nass werden, dann kann ich mir die frischen Mokassins anziehen, beziehungsweise auch, wenn die ersten Mokassins durchgelatscht sind. Das passiert relativ schnell, weil das sind hier sogenannte Sightseeing-Mokassins. Da mache ich auch bestimmt mal irgendwann ein Video dazu, wie ich die genäht habe. Und die haben jetzt grundsätzlich hier erstmal keine Sohle, also keine zusätzliche Sohle. Und die ist relativ dünn mit ungefähr 5 mm. Das heißt, die ist relativ schnell durchgelatscht. Man kann natürlich da auch noch eine extra Rohhautsohle drunter nähen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, muss ich nochmal nachholen. Also zumindest, wenn sie dann irgendwann durchgelatscht sind, mache ich das dann. Aber das Praktische an diesen Mokassins, wie ihr schon sehen könnt, ja, sind die ja hier so ein bisschen aufgeplustert. Das heißt, sie sind gefüllt. Und da kann man quasi den Mokassin als, ich sag mal, Tasche benutzen. Ja? Hier oben ist das gut geschlossen und da drin ist jetzt ganz viel Zundermaterial zum Handdrillfeuer machen. Und in dem zweiten habe ich sonst oft auch noch mal ein bisschen Pemmikan oder sonstige Nüsse und so weiter verstaut. Man kann natürlich alles Mögliche da reinpacken. Manchmal habe ich auch sowas wie das Kamerastativ, das Handy und solche Geschichten da drin. Ja, das dazu. Dann kommen wir zu dem nächsten Gegenstand hier. Und das ist jetzt hier in dem Fall ein Eichhörnchenfell. Und zwar ist das Eichhörnchenfell als Tasche abgezogen. Das heißt, es gibt nur hier oben eine Öffnung. Das war mal ein Roadkill. Also das habe ich nicht gejagt oder so, sondern es ist tatsächlich auf natürliche Weise einfach gestorben. Und in diesem Beutel hier wurden dann auch in der Form mehr oder weniger, man hat dies auch dann als verschiedenste Taschenformen quasi genutzt. Man muss jetzt nicht unbedingt ein Fell benutzen, aber hier drin befindet sich dann sowas wie der Striker, also der Feuerstahl quasi und Flint. Und in meinem Fall jetzt hier noch eine kleine Mini-Pinzette, ein kleiner Mini-Spiegel und mein Angelgarn, also meine Angelsehne aus Pferdehaar und Knochen. Und ja, was man sonst noch zum Fallenstellen zum Beispiel brauchen würde. Das kann man darin aufbewahren. Habe ich jetzt hier nicht dabei heute. Hier ist eine abgespeckte Form gerade. So, hier drüben ist es so, für Leute, die lange Haare haben. Ja, ich habe jetzt hier von einem Stachelschwein den Schwanz und der ist quasi, ja, meine Haarbürste. Ja? Das haben die Natives, also die indigenen Völker Nordamerika, als Haarbürste zum Beispiel verwendet. So, dann kommen wir weiter. Das ist ja schon mal ganz klar hier. Ne? Das ist ja klar, dass man hier die Pfeile drin aufbewahrt. Aber weitere Sachen, die ich hier drin habe, sind zum Beispiel Ersatzsäbel.
Sehne, also Tiersehne, um alles Mögliche daraus zu machen. Also natürlich noch wesentlich mehr, das ist jetzt hier nur, steht jetzt nur erstmal stellvertretend dafür. Daraus kann ich eine Ersatzbogensehne herstellen. Ich kann das zum Fallenstellen, quasi Schlingen benutzen, quasi, um das herzustellen. Ich kann aber auch meine Mokassins oder irgendwelche anderen Dinge, die kaputt gehen, damit reparieren. Ich habe jetzt hier noch eine Sache dabei, das ist zwar nicht Steinzeit, aber quasi in der Zeit vor 200 Jahren, als sie auch schon normale, moderne Messer benutzt haben aus Metall, habe ich hier einen kleinen Schleifstein dabei. Also einfach was ich gefunden hatte, den benutze ich, um das Messer zu schärfen. Und auch da wieder ist Ersatzsehne dran, um eben Dinge zu flicken. Ja, kommen wir jetzt weiter. Hier, was hier noch so drin ist. Und zwar in dem Pfeilköcher befindet sich außerdem mein Handdrill. Und ich habe normalerweise mehr als ein Handdrill dabei, meistens eigentlich immer mindestens locker zwei. Das sind jetzt zwei unterschiedliche. Der eine ist aus Yucca und der andere, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das Weide ist oder so. Dann muss man natürlich auch noch das Board dabei haben. Also das Board, womit man quasi den Abrieb dann in der Kerbe hier erzeugt. Und ganz unten drin, hier unten drin, befindet sich dann nochmal getrocknetes Gras, Zundermaterial. Man kann auch nochmal ein bisschen Birkenrinde damit reintun. Also alles, was ich brauche, um das Feuer zu entfachen. Das kommt alles da unten noch mit rein. Ich habe natürlich hier zusätzlich in dem Mokassin auch noch Zundermaterial dabei. Vor allen Dingen immer so, wenn ich jetzt auf dem Weg bin und etwas finde, und dann packe ich das da rein. So, aber ja, das ist im Prinzip der Aufbau. Was ich natürlich auch noch mache, um Zundermaterial in größerer Menge dabei zu haben, weil hier passt immer nur eine kleine Menge rein. Das heißt, für einmal Feuer machen ist es mehr oder weniger, was jetzt hier unten reinpasst. Es hat auch den Vorteil, dass die Pfeilspitzen dann hier unten nicht durchstechen. Ja, natürlich ist da trotzdem, es ist wie ein Rohhautteller, der hier unten drin ist, dass die Pfeile da eben nicht durchgehen, aber das hilft nochmal zusätzlich, dass da nichts kaputt geht. Was ich mache ist, wenn ich jetzt hier unterwegs bin und ich finde, ich sammle ein bisschen Gras fürs Zundermaterial, dann nehme ich das und ich habe ja oft entweder meine Bisonrobe um oder einen Mantel mit einem Gürtel und dann stopfe ich das ganze getrocknete, oder beziehungsweise angetrocknete Gras hier rein in meinen Mantel oder in die Robe, sodass es quasi unten nicht rausfallen kann, weil ja hier der Gürtel das stoppt. Und das hat zwei Vorteile. Einerseits trockne ich damit natürlich das Gras nochmal wesentlich besser durch, außer wenn ich jetzt durch die Gegend renne und dann schwitzen würde. Und das nächste ist, wir haben jetzt heute hier ziemlich dollen Wind und wir haben so gefühlt -3 Grad tatsächlich. Also das ist hier schon ganz schön frisch. Und das hilft nochmal zusätzlich einfach die Klamotte quasi, die man anhat, nochmal zu isolieren. Also es hat wirklich einen guten Isolierfaktor. Grundsätzlich ist es natürlich auch dann von Vorteil, wenn ich dann am Abend mich schlafen lege, dann kann ich damit schon mal einen Teil der Unterlage quasi dämmen, ja, gegen die Bodenkälte. Ja, was außerdem die Native Americans oft auch noch dabei hatten, war nicht nur Tiersehne im losen Zustand, sondern eine komplette Bogensehne extra hier dran befestigt. Ja, das hat den Vorteil, dass wenn die tatsächlich mal reißen sollte, dass man sofort die nächste Bogensehne drauf machen kann. Habe ich jetzt hier nicht dabei, aber ja, macht durchaus Sinn. Außerdem, ich habe noch eine Sache vergessen. Tatsächlich habe ich jetzt gerade das nicht dabei, aber auch hier dran befestigt hat man oft ein kleines Ahlencase, also eine kleine Ahle daran befestigt hier am Bogenfutteral, womit man eben ja, auch wieder Sachen reparieren konnte, schnell Sachen nähen konnte. Da brauchte man noch nicht mal eine Nadel dann, sondern du konntest eben einfach mit der Tiersehne und der Ahle hier die Mokassins flicken. Und jetzt habe ich tatsächlich noch eine ziemlich wichtige Sache vergessen. Natürlich war es so, je nachdem wie lange man draußen unterwegs war als Jäger und das Bogenfutteral dabei hatte, war auch hier drin eine Art Stock, ja, so ein bisschen wie hier dieses Board zum Feuer machen. Und manchmal war sogar direkt an dem Board hier eine quasi klebrige Masse, also quasi der, ich sag mal, Steinzeitkleber befestigt. Das hat man benutzt, um die Pfeile, Spitzen quasi wieder einzukleben. Und ja, das war ziemlich wichtig eigentlich, dass man quasi so eine Art Birkenpech oder halt Hautleim, Tierleim, also aus der Haut quasi ausgekochten Leim hier dran hatte. Den konnte man dann mit dem Stock direkt an dem Feuer, sozusagen, wie man das hier mit dem Handdrill angemacht hatte, erwärmen
und somit dann auf der Pfeilspitze hier auf dem Schlitz auftragen und dann die neue Pfeilspitze quasi einfügen. Und auch diese Sachen, solche Ersatzpfeilspitzen, wurde ab und zu mal hier dran auch drin mit aufbewahrt, sodass man quasi alles dabei hatte, um einen Pfeil zu reparieren. Manchmal sogar, wenn man jetzt unterwegs Federn gefunden hatte, konnte man auch das noch mit hier drin aufbewahren. Man konnte, was denn noch? Ja, die extra Pfeilspitzen. Also alles, was man eben gefunden hat, was man brauchte, um die Pfeile oder den Bogen quasi zu reparieren, wurde hier drin aufbewahrt. Jetzt noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Und zwar, es gibt tatsächlich einen Beleg, dass bei einem Weichholzbogen irgendwann mal, als irgendein Eingeborener von Nordamerika, also ein Native American, kein Handdrill dabei hatte und unbedingt Feuer machen musste, da hat er quasi den Pfeil genommen, ohne die Pfeilspitze, und hat diesen dann hier in der Mitte vom Bogen, dort wo das Griffboard hier ist, dort ein kleines Loch gemacht und dann mit dem Pfeilschaft in dem Bogen die Glut erzeugt, um damit quasi sein Feuer anzukriegen. Würde ich jetzt natürlich hiermit nicht hinbekommen, weil das ist hier härteres Holz. Also denke ich jedenfalls, wäre nicht so einfach, müsste ich ganz schön lange dran rummachen hier. Aber tatsächlich finde ich das ganz witzig, dass es so ein Museumsstück quasi gibt, wo man diese Spuren daran sieht. Und extra quasi der Handgriff hier, weil es natürlich dicker ist, damit man den Bogen danach auch noch benutzen kann. Allerdings war der Bogen tatsächlich aus Weichholz. Von daher geht das natürlich dann auch wesentlich einfacher. Und die Pfeile, wenn sie aus weicherem Holz sind, natürlich geht das dann als Handdrill auch einfacher. Ja, soweit erstmal. Meiner ist jetzt relativ unverziert und aus Kuhhaut gefertigt. Das wurde aus verschiedensten Materialien verwendet. Also man konnte von Bisonhaut bis Kuh und Pferd und Otter. Otter war tatsächlich eins der beliebtesten Materialien, ein Otterfell. Allerdings dann oft auch tatsächlich ohne, dass der Bogen ein extra Futteral hatte, sondern wirklich nur der Köcher quasi für die Pfeile. Und den Bogen musste man dann im Prinzip entweder so tragen oder wenn er ein ganz kurzer Bogen war, dann wurde er zusätzlich zu den Pfeilen auch noch mit in den Köcher für die Pfeile mit reingetan. Ja, es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen darüber zu erzählen, aber das soll es jetzt erstmal damit gewesen sein. Meiner ist ein bisschen langweilig, der ist jetzt nicht verziert oder so, aber das ist eben auch mehr sowas, was die damals im Alltag benutzt haben. Gut, das war's dann damit erstmal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Macht's gut!